Hallo, ich bin die Sarah und in diesem Video geht es um die Bedeutung gesunder Fette. Fett macht Fett? Das stimmt so nicht ganz. Klar gibt es Fette, die uns weniger gut tun und Krankheiten begünstigen können. Hier muss man aber genau hinschauen, denn Fett ist nicht gleich Fett, sondern lebenswichtig für uns. Unser Körper benötigt Fette wie auch Proteine und Kohlenhydrate, um ordentlich arbeiten zu können. Mit Blick auf die Neurodermitis ist die Wahl der Fette von großer Bedeutung und natürlich auch die Menge. Insbesondere, wenn es sich um entzündungshemmende Fette wie die Omega-3-Fettsäure handelt. Grundsätzlich unterscheidet man Fette in 3 Gruppen. Erstens die gesättigten Fette, zweitens die entarteten Fette, auch Transfette genannt, und drittens die ungesättigten Fette, die sich nochmal unterteilen in die einfach und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Nicht so gut für dich sind die gesättigten Fette und die entarteten Fette. Die Forschung hat gezeigt, dass diese in vielerlei Hinsicht schädlich für unseren Körper sein können. Zum Beispiel entzündungsfördernd wirken und den Cholesterinspiegel nachteilig beeinflussen können. Gesättigte Fette sind in vielen tierischen Produkten, wie zum Beispiel Butter, Schmalz, Kokosfett, Palmfett sowie sehr fettreichen Milchprodukten wie Sahne, Schmand, Creme fraiche, vollfettem Käse und sehr fettreichem Fleisch und Wurst enthalten. Entartete Fette kommen in Fertiggerichten, frittierten, Chips, Süßigkeiten und Lebensmitteln mit gehärteten Fetten vor. Dazu zählen zum Beispiel Nuss-Nougat-Aufstriche, Kekse, Margarine und so weiter. Bereite deine Speisen daher lieber frisch zu. Im Internet findest du viele Rezepte für zum Beispiel einen gesunden Schokonussaufstrich, für leckere, gesunde Pizza oder Lasagne. So musst du nicht auf industriell gefertigte Lebensmittel zurückgreifen. Gut für dich sind die ungesättigten Fette. Hier gibt es die einfach und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Einfach ungesättigte Fettsäuren sind gesund, leicht verdaulich und bekömmlich. Man kennt sie auch unter dem Namen Ölsäure oder Omega-9-Fettsäure. Sie helfen, die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen und wirken sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus, da sie das schlechte Cholesterin senken können. Kurz, esse kaltgepresstes Avocadoöl, Erdnussöl, Rapsöl, Sesamöl sowie Olivenöl und Avocados, Nüsse, Oliven, da diese gute Lieferanten sind. Ein kaltgepresstes Olivenöl ist sogar gut zum Braten, da dieses einen hohen Rauchpunkt hat und deshalb sehr hoch erhitzbar ist. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel die Alpha-Linolensäure, besser bekannt als die Omega-3-Fettsäure, die der Mensch nicht selber bilden kann. Diese essentielle Fettsäure hat viele positive gesundheitsfördernde Eigenschaften und wirkt unter anderem entzündungshemmend, was auch für die Neurodermitis enorm wichtig ist, um heimliche Entzündungen zu vermeiden. In unserer westlichen Ernährung nehmen wir tendenziell leider viel zu wenig von den Omega-3-Fettsäuren zu uns. Verwende kaltgepresste Öle wie Leinöl und Chiaöl. Diese liefern viele Omega-3-Fettsäuren und eignen sich super für Salate und die kalte Küche. Nutze zusätzlich Leinsamen und Chiasamen als Topping von Salaten oder Müslis. Fische wie Makrele, Lachs und Hering liefern ebenfalls viele dieser wertvollen Fettsäuren. Der zweite Repräsentant ist die Linolensäure, die sogenannte Omega-6-Fettsäure, die ebenfalls lebensnotwendig ist und durch die Nahrung aufgenommen werden muss, da der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Sie ist enthalten in Walnussöl, Traubenkernöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, Distelöl und Weizenkeimöl. Die Omega-6-Fettsäure ist der Gegenspieler zur Omega-3-Fettsäure. Während die Omega-3-Fettsäure entzündungshemmend wirkt, kann die Linolensäure entzündungsfördernd wirken und die Vorteile der Omega-3-Fettsäure schmälern. Darum sollte das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren höchstens 5:1 betragen. In der Realität liegt der Wert aber bei den meisten Menschen eher bei 20:1. Und dies könnte eine Ursache dafür sein, dass die Entzündungswerte bei vielen Menschen zu hoch sind. Achtet daher auf eine hohe Zufuhr der Öle mit Omega-3-Fettsäuren und eventuell lohnt es sich hier, über Omega-3-Fettsäuresupplemente nachzudenken. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du kannst was für dich selber mitnehmen. Tschüss!